Kotai quasi, der Hacker, schon mal angeteasert hat. Warte mal, da gibt's doch welche, die haben noch mehr von GTA 6. Ein Wunder, dass sie sich doch nicht an die Öffentlichkeit gemeldet haben. Und vielleicht sind es genau die, die sich jetzt gemeldet haben. Die GTA 6 Time verändert sich, ja. Die GTA 6 Timeline verändert sich. Rockstar Games wurde anscheinend von einer Hackergruppe gehackt. Die meinen, die haben irgendwas von GTA 6. Die einen sagen, die haben dies, die anderen sagen, die haben das. Ich verstehe schon den einen oder anderen, wenn er sagt, Bruder, ich habe langsam gar keinen Überblick, was wollen die alle von mir? Deswegen wollen wir auch Überblick schaffen. Ja? Wir gucken uns das Ganze an. Rockstar Games hat ein Statement abgegeben. Mit der Zeitschrift Kotaku sind die in Kontakt gegangen. Drittanbieter, Digga, Drittanbieter kann sogar Lieferando sein, der den Burger falsch geliefert hat. Drittanbieter kann alles sein, ja, von YouTube zu Twitch bis zu Putzfrau in dem Gebäude. Also es kann alles bedeuten. Aber wir machen eins nach dem anderen, okay? Merkt euch eine Sache. Erstens natürlich, was ja immer schon tut. Die Livestreams besuchen, ganz wichtig. Da reden wir über die aktuellsten Themen sofort. Egal was passiert, das ist unsere Eilmeldung. Auf den Zettel aufschreiben. Schreib sie jetzt auf, Bruder. Schreib sie auf. Erstmal Scherzle am Rande, ja. Der gute alte Jason ist aufs Dach geklettert. Diesmal wurde Rockstar Games quasi in Real Life gehackt. Das bedeutet, Jason ist jetzt Real Life auf dem fucking Gebäude und tut ein paar Leaks beheben. Versteht ihr, was ich meine? Man kann es leider nicht vom Amerikanischen ins Deutsche 1:1 übersetzen. Aber he fixed it paar Sams Leaks. Weißt du, was ich meine? So einer auf den. Jace hat diesmal ein bisschen längere Leiter am Start. Also Chat, was ist gestern passiert, ja? Hackergruppe hat sich gemeldet und hat Folgendes veröffentlicht. Also die haben quasi eine Ansage an Rockstar Games gemacht. So sieht die Ansage aus. Where compromise thanks to pay or leak. Also die drohen denen, dass die Zahlen oder der Leak kommt, mäßig, ja. Das ist die finale Warnung. Ihr habt Zeit bis zum 14. April 26, bevor wir alles Mögliche leaken, ja. Die sollen Folgendes in den Händen haben. Die komplette GTA 6 Marketing-Zeitlinie, also die Timeline vom Marketing, wann der Trailer Nummer 3 erscheint, wann GTA 6 Gameplay-Trailer kommt, wann genaue Screenshot erscheinen und ob GTA 6 wirklich pünktlich erscheint, ja. Dann soll veröffentlicht werden das Budget von GTA 6, ja. Das Budget von GTA 6 soll veröffentlicht werden. Also in welchem Rahmen befindet sich das Ganze? Dann sollen private Verträge geleakt werden von Voice Actors, also von den Darstellern, die Figuren verkörpern. Dann natürlich auch die Namen von den Figuren und verschiedene Musiklabels. Und dann natürlich verschiedenste, die haben noch von verschiedenen Spielern die Aufnahmendaten. Also die haben auch die Daten von verschiedenen Online-Spielern, die sie auch veröffentlichen wollen, ja. Mit dieser Sache machen die Druck. Jetzt stellt sich der ein oder andere die Frage, was soll da passieren? Erstens, also wir gehen erstmal von der Gefahr aus. Erstens, wir wissen nicht ganz genau, was sie damit meinen. Die haben bestimmt noch, vielleicht noch mehr im Ärmel. Wissen wir nicht. Vielleicht ist es komplett Bluff und die haben überhaupt gar nichts. Also entweder die haben noch mehr, als die preisgeben, oder die haben überhaupt gar nichts und wollen Rockstar Games Pokerface mäßig bluffen, damit Rockstar Games zahlt. So, jetzt die Gegenseite. Wird Rockstar Games zahlen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Skala von 1 bis 10, Chat. Ich sag euch sogar 0, Alter. Rockstar Games ist da so gebaut wie ein harter Politiker. Die lassen sich niemals einschüchtern. Weil wenn das einmal durchgeht, dass sie sich erpressen lassen, dann wollen alle ein bisschen Hack von denen haben. Wisst ihr, was ich meine? Bro, ihr müsst so vorstellen, das wird dann zur Olympiade bei den Hackern. Wenn die einmal durchgehen lassen, dass die sich erpressen lassen, dann wird es zur Olympiade, Bro. Dann wird Schwanzvergleich digital stattfinden. Wer wird mehr von Rockstar Games rauskitzeln? Weißt du, was ich meine? Wir sehen ja Aaron Gabbard, also nicht die Ehrengeburt, sondern ich rede gerade von Arion Kotai, oder? Also der Hacker, der Mega League veröffentlicht hat, ja? Schaut mal, was aus dem geworden ist. Der ist lebenslänglich in der Psychiatrie gefangen. Es war so, Prozess war so, der war quasi schuldunfähig, weil er Autist ist. Ja, so nach dem Motto, geistig, er kann nicht anders. Dann wurde dem gesagt, schau mal, du gehst Psychiatrie. Sobald du eingestehst, dass du nichts mehr mit Hacking zu tun hast, ja, und sagst, es tut dir leid und du hast nichts mehr damit zu tun, dann wirst du freigelassen. Weil die können nichts machen. Was sollen die machen? Schuldunfähig und minderjährig. Was macht er? Der sagt so, sobald ich draußen bin, so, der macht auf TikTok-Match, weißt du, sobald ich draußen bin, Alter, werdet ihr sehen, was ich mit euch mache. Sobald ich draußen bin. So einen auf den hat er gemacht und hat gesagt,
Nö, ich höre nicht auf, wenn ich raus bin, da mache ich erst recht weiter. Weil er wirklich eine ganz, ganz krasse Gefahr ist. Der hat ja nicht nur Rockstar Games gehackt, sondern auch Microsoft, verschiedene Banken. Also, wenn es drauf ankommt, dieser Bre hat ein Köpfchen, er könnte Milliardenschaden anrichten. Ohne Spaß. Ja, die könnte Milliardenschaden anrichten. Deswegen halten ihn in Fesseln so, ne? Letztens hat er geschafft, sein Handy reinzuschmuggeln, ja? Im Ohr oder im Mund, ich weiß es nicht, Digga. Vielleicht Eyes to Mouth. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Aber auf jeden Fall hat er aus der Zelle ein paar Infos gedroppt, so nach dem Motto, es wundert mich, warum der Source Code immer noch nicht veröffentlicht wurde. So nach dem Motto, dieser Source Code existiert im Internet. Und deswegen ist die Verbindung da, checkt ihr? Vielleicht haben diese Hacker was damit zu tun, dass Kurtai quasi, der Hacker, schon mal angeteasert hat, warte mal, da gibt's doch welche, die haben noch mehr von GTA 6. Ein Wunder, dass sie sich doch nicht an die Öffentlichkeit gemeldet haben. Und vielleicht sind es genau die, die sich jetzt gemeldet haben. Und jetzt müssen wir das eingrenzen. Die Gefahr ist uns jetzt bewusst, jetzt müssen wir das eingrenzen. Fangen wir mal mit dem Punkt Nummer 1 an. Die komplette GTA 6 Marketing-Timeline. So, wir würden dann wissen, wann Trailer Nummer 3 kommt, vielleicht Trailer Nummer 4, Gameplay-Trailer und so weiter und so fort. Okay, wann die Screenshots erscheinen und so weiter und so fort. Das heißt, wir würden die Timeline kennen. Ist es schlimm? Nö. Es ist nicht schlimm, weil Rockstar Games das einfach ändern kann. Dann veröffentlichen die halt eine Woche später, eine Woche früher. Können die Timeline ändern. Das Einzige, was wir dann wissen, und das wäre, ist natürlich jetzt gerade böse gesagt, weil wir dürfen uns nicht an dem Schaden erfreuen, aber wir sind Assis, was das angeht. Wir freuen über Leaks. Seid mal ehrlich, freut ihr euch über Leaks, wenn es so kommt und so. Eins in den Chat, bitte, ja. Solange es nicht dem Ganzen schadet natürlich jetzt, ne? Also die brauchen jetzt nichts kaputt machen oder so, ne? Seid mal ehrlich, wir sind schon dreckige, Alter. Eins in den Chat, da freuen wir uns alle. Also ich wünsche denen nichts Böses. Es soll auch nicht mehr so was Großes kommen, wie es mal war, dieser Mega-Leak, weil jetzt würde das mega Schaden anrichten. Aber wenn ich die Timeline wüssten würde, ich würde dann wissen, was uns erwartet. Ich als Creator würde mich freuen. Ja, jeder Creator, der so auf Gutmensch macht, so Rockstar Games, ich liebe dich so. Bitte, Alter, tu jetzt nicht so den Helden spielen. Dann rede gar nicht über GTA 6 und warte, bis es rauskommt. Also, wenn einer so kommt, bitte, weist ihn hin, wo er hingehört. Ja? So wie Slack. Nee, also wieso Slack? Wie kommst du jetzt auf Slack? Slack hat jetzt ein Video veröffentlicht. Ich habe das sogar angeschaut. Er hat sogar am Ende Statement gesagt, dass Rockstar Games sich dazu gemeldet hat. War doch stark von ihm. Ich rede, international rede ich. Die droppen das, machen extra Angst den Zuschauern. Slack hat damit gar nichts zu tun. Slack hat es sogar ordentlich gemacht. Er hat es als Eilmeldung gesehen. Ja, hätte ich auch gesehen, so mäßig. Aber ich war da ein bisschen vorsichtig. Und dann hat er es auch noch korrigiert, was er nicht machen müsste. Weil klickstechnisch wäre es dann noch mehr gegangen, hätte er es nicht korrigiert, wenn er so einen aufgemacht hätte. Oh, alter, Gefahr, und dann würde sich das noch mehr verbreiten. Aber dadurch, dass er es am Ende abgestoppt hat quasi, hat es gezeigt, dass er einfach aufklären wollte. Checkt ihr? Also nichts Schlimmes dabei. International gesehen haben die aber richtig Panik geschürt. Ich wurde auch angeschrieben, ey, alter Rockstar Games, verschiebt bestimmt GTA 6. Die liegen bald alles. Bro, was für alles? Chillt mal, ja. Er ist extra für nach Hause vom Event. Okay, Digga. Okay, dann hat er es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gefunden. Vielleicht war das der Ausrede auch. Vielleicht war Event übelst langweilig und er dachte sich, Alter, dass ich meine Katzen füttern muss, das kann ich jetzt nicht bringen. Aber Rockstar Games wurde gerade geleakt. Also, Leute, ich hau mal ab, ja. Holy, ne? War doch gestern ein Event. Ja, ich hab's auch bei Cyberpunk gesehen, der war auch dort. Wir wissen ja nicht, was die wirklich haben, aber das, was veröffentlicht wurde, ist auf jeden Fall nicht das, was teilweise behauptet wurde. Die GTA 6 Time verändert sich, ja. Heavy. Digga, sei ehrlich, du hast nur abonniert, damit du das schreiben kannst. Die GTA 6 Timeline verändert sich. Der war echt gut, Digga. Zum Glück bist du jetzt in der Community. Wenigstens ein lustiger hier, du. Es würde veröffentlicht werden. Oh, Voice Crack, was ist denn los hier? Muss man mehr Kollegen hören. Hallo, bitte. Die totale
Marketing, Budgetveröffentlichung von GTA 6. Also die drohen damit, dass sie das Budget von GTA 6 veröffentlichen, ja. Die befinden sich in dem Raum, dass es Richtung 3 Milliarden geht. 2 bis 3 Milliarden wird GTA 6 kosten. Wir wissen, es wird enorm viel kosten und dieses Wissen reicht ja vollkommen aus, Chat, oder? Wir wissen, es wird Dimensionen annehmen wie kein anderes Spiel. Bei 3 Milliarden, dieses Wissen reicht ja aus. Also ich muss jetzt nicht ins Detail wissen, auf den Cent genau, was die ausgeben. Wie viel hat GTA? Bei GTA 5 waren die Anfangskosten bei 250 Millionen. Also das 10-fache ungefähr kostet GTA 6. Kannst du dir das vorstellen, Kotzkrücke? Und das kannst du nicht mal rechtfertigen mit Inflation, weißt du, was ich meine? Das 10-fache wird GTA 6 kosten. Und die Wasserphysik kostet schon mehr. Ich wurde so ausgelacht, als ich damals über die News berichtet habe und meine Meinung nach gesagt habe, 300 Millionen sind gar nichts für Wasserphysik. Da haben die Leute echt mich ausgelacht und dargestellt, ob wäre ich Vollidiot. Oder 300 Millionen. Wenn die jetzt Surfen einführen, wenn sie Unterwasserwelt bauen, ja, so wirklich eine richtig krasse Unterwasserwelt, dann die Wasserdynamik allgemein an der Oberfläche. Nicht nur, dass man das Wasser von oben sieht, sondern auch, dass man ins Wasser gucken kann. Wenn das wirklich so dargestellt wird, bei einem 3000 Millionen Dollar Spiel, dann sind doch 10% nichts dagegen mit diesen 300 Millionen. 300 Millionen soll das Wasser kosten. Red Dead Redemption 2 hat 750 Millionen gekostet, Poki, oder nicht? Wenn ich mich täusche, tut mir leid. Ich hatte das so in Erinnerung. Aber eine Sache wird extrem teuer, nicht Feuer, sondern teuer. Vielleicht auch Feuer, ja, gehört ja auch dazu. Ist auch nicht ohne die Physik. Und zwar die Sandbox. Die wird unglaublich teuer werden. Die werden so viele Möglichkeiten reinbringen, sodass sie mindestens 15 Jahre, auch wenn die das GTA 7 nach 10 Jahren releasen würden, dass sie mindestens 15 Jahre ohne Ende Updates droppen können, erweitern können. Ich kann mir sogar vorstellen, da wird die Sandbox so aufgebaut sein, dass die sogar Funktionen haben, die anfangs nicht mal aktiviert werden. Sogar Funktionen, die vielleicht niemals aktiviert werden. Nur damit sie wissen, falls wir das mal brauchen sollten, dann haben wir das. Kann ich mir gut vorstellen. Das meistverkaufte Spiel ist Minecraft. Ja, Platz 2 ist GTA 5. Und GTA 6, glaubt mir, egal wie viel die einnehmen werden, die werden wahrscheinlich innerhalb von 1-2 Monaten das Doppelte an dem Geld reinholen, was sie ausgegeben haben. Darum geht's gar nicht. Minecraft muss von 1 gestoßen werden. Darum geht's, Chat. Ich glaube, das ist der Ego-Faktor von Rockstar Games. Die wollen nicht mal irgendwie was schaffen, so mäßig, an Milliarden, das ist denen egal, die haben genug. Also die wollen natürlich Kohle, so ist nicht. Aber Numero Uno zu sein, wäre natürlich das Stärkste, was es gibt. Man sieht ja, wie die immer wieder beim Earning Call damit flexen. Oh, Umsatz dies, Umsatz da. Trailer 1 hat so viele Aufrufe innerhalb von 24 Stunden. Trailer Nummer 2 hat so viele Aufrufe. Red Dead Redemption 2 hat sich verkauft, so und so viel, bla bla bla. Also das sind Zahlen, mit denen sie flexen. Ja, GTA 6 auf die 1, alle mal eine 1 in den Chat. Da hat lockiges Bambi natürlich recht mit ihren Locken, so du. Ne, weißt was ich meine. Deswegen, Rockstar Games, ich mache euch ein Angebot. Bis zum 14. haben die euch Timeline gegeben, ja. Ich gebe euch bis zum 13. Zeit, mir das alles rüber zu schicken. Und keiner erfährt es, nur ich sage es dann der Öffentlichkeit und kann drauf aufbauen, ja. Also Rockstar Games, ihr wisst Bescheid, ja. Hauptsache keine Story-Infos, da bin ich voll bei dir. Also so ein Mega-Leak, den wir schon mal hatten, dem will ich nicht mehr. Ganz ehrlich. Das wäre zu viel, zu dem aktuellen Stand irgendwelche Informationen zu sehen, wie GTA 6 jetzt ausschaut. Also da habe ich genug Geduld jetzt zu warten. Also das wäre zu viel. Das würde ich denen auf gar keinen Fall gönnen. Das wäre böse. Wirklich, das wäre böse, sowas denen zu gönnen. Die haben auch gedroht bis zum 14., wenn Rockstar Games denen nicht zahlt. Jetzt ist die Frage an euch. Wisst ihr, wie viel die denen zahlen müssen? Ich weiß gar nicht. Was müssen die denn zahlen? Also was erwarten die denn von denen? Welche Summe, Chat? Wurde da irgendwas zu der Summe genannt? Ich glaube sogar, wenn es nur 10.000 Dollar werden. 1 Euro. Sogar wenn es 10.000 Euro wäre, Chat, ich glaube, selbst da würde Rockstar Games nicht zahlen. Nicht, weil die geizig sind, sondern weil die einfach aus Prinzip sich nicht erpressen lassen. Weiß keiner. Da muss Rockstar Games auf den Link klicken, ja. Da ist so ein Link. Rockstar Games, wenn ihr erfahren wollt, was für eine Summe wir von euch verlangen, klickt einfach auf den Link. Und davor hatten die gar nichts und die klicken auf Link und dann haben die alles. Private Verträge von Voice Actors würden die leaken und Musiklabels. Das Wichtigste für uns und die wichtigste Information für jeden wäre, wer sind die Actors? Wer verkörpert Lucia? Wer verkörpert Jason? Wer ist Brian? Wer ist Cal? Wer ist die Striptease-Dame aus dem Trailer Nummer 2? Ich glaube, die Nummer 5 ist am interessantesten, oder? What's your name? What's your ad?
mäßig, ne, Chat? Für euch natürlich. Ich bin verheiratet, mich interessiert sowas nicht. Mich interessiert nur Jason. Weil ich würde nur Jason spielen. Wisst ihr, was ich meine? Einer auf den hier so. Ja, das wäre interessant. Was die verdienen, juckt mich eigentlich weniger. Wenn es euch interessiert, was die so verdienen, einzeln in Chat, dass man die Namen kennen würde. Das wäre, glaube ich, das wäre das Schlimmste für Rockstar Games. Und vielleicht auch, dass die anderen Künstler dann wissen, was die verdienen. Weil untereinander, glaube ich, dürfen die nicht austauschen. Ich verdiene so viel, du verdienst so viel. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es so. Ich glaube, seit neuestem ist es Gesetz rausgekommen in Deutschland, dass man jetzt über Verträge reden darf. Einzeln im Chat, wenn er stimmt, ist wirklich gekommen, ne? Also ich war immer transparent, Digga. Ich hab solche Nerds gehasst, Alter. Ich sag's so, wenn einer zu mir kommt, was verdient... So viel. Auf Arbeit halt, ne? Natürlich jetzt, privat muss ich jetzt nicht jedem alles erzählen, so mäßig. Wozu auch? Bro, interessiert ja keinen. Aber ich erzähl's nicht, um zu protzen, sondern ich erzähl's, damit keiner verarscht wird. Weil ich will auch nicht verarscht werden. Wenn wir alle miteinander halten würden, wäre das Leben viel einfacher. Musiklabels würden auch veröffentlicht werden. Das wäre, ich weiß nicht, wie interessant findet ihr das mit der Musik-Chat? Da lasse ich mich gerne überraschen. Also Musik interessiert mich jetzt nicht als Prio. Also sehr wichtig Musik, aber nicht so, dass ich jetzt unbedingt jeden Song haben muss jetzt vom Release. Ich lasse mich gerne überraschen. Bei der Musik bin ich voll zu Überraschungsmodus, ja. Ist sehr interessant. Musik ist ja auch ein großer Teil von der Story in GTA 6. Genau. Sehr interessant. Ice Cube, Friday, Ice Cube, Good Cop, Bad Cop. Das ist interessant, Digga. Ey, das ist echt interessant. 80, Ice Cube, Good Cop, Bad Cop. Das könnte so richtig eingeblendet werden, wenn sich herausstellt, dass Jason einfach ein Bad Cop ist. Eminem, Abracadabra, sogar moderne Songs haben die, wenn es echt sein sollte, ja. Tut mir leid an die Hackergruppe. Sorry, man. I will to say to you, please don't hacking my YouTube channel because I am earlier than you leaked this information, yeah. Sorry, Bro. Wir sollen einen Buttermilch-Song reinmachen. Oha, da hat einer mal einen Kommentar geschrieben, oder was? Oha, Chat. GTA 6 Official Soundtrack. GTA 6 Official Soundtrack hat einer vor 8 Jahren geschrieben. Jetzt kommen wir zu dem Statement von Rockstar Games. Die haben sich wirklich dazu öffentlich gemeldet, Chat. Das Statement von denen lautet: Es wurde lediglich ein paar unwichtige Daten über einen Drittanbieter abgegriffen. So laut Rockstar Games. Es waren unwichtige Daten. Das Ganze hat keinerlei Auswirkungen auf die Arbeit im Studio. Bedeutet, GTA 6 wird deswegen jetzt nicht irgendwie verschoben werden. Und der Trailer Nummer 3 kommt nicht irgendwie später oder ähnliches. Nein, alles läuft wie gewohnt. Der Release von GTA 6 wird dadurch absolut nicht behindert. Alles läuft nach Plan. Also Leute, es ist laut Rockstar Games nichts Dramatisches passiert. Anscheinend weiß Rockstar Games auch ganz genau, was denen geleakt wurde. Weil wahrscheinlich ein Mitarbeiter gesagt hat, oh Scheiße, ich habe da drauf geklickt, wir haben jetzt die Informationen. Oder Mitarbeiter hat sich gemeldet, weil er gecheckt hat, scheiße, ich wurde jetzt gehackt, meine Daten sind weg oder ähnliches und ähnliches, weil Rockstar Games den Move jetzt gebracht hat. Und würden die einfach nur bluffen, dann würde die Gefahr gehen, dass die keine Zeit haben zu reagieren. Bedeutet, Rockstar Games würde mit einer Provokation noch schlimmer die Sache machen und die würden sagen, okay, die Deadline bis zum 14. Scheiß drauf, wir veröffentlichen das jetzt, wenn ihr so dumm kommt. Würde Rockstar Games wissen, oh, da ist aber viel mehr dahinter, dann würden die erstmal schweigen und versuchen, das Ganze einzugrenzen, zu reagieren und zu reparieren eventuell, um den Schaden zu begrenzen. Aber nein, die haben relativ schnell geantwortet. Es könnte als Provokation aufgenommen werden oder als eine Challenge für die Hacker, dass sie sagen, okay, ihr wollt so, dann kriegt ihr so. Ja, also beim ersten Mal war das ja so ähnlich, dass sie auf Link geklickt haben, ja. Lace, was sagst du zu der Thematik, dass die gehackt wurden? Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist es für Rockstar Games? Also ich würde das einschätzen zu dem aktuellen Stand 2 oder maximal 3. Maximal 3 vom schlimmen Faktor würde ich einschätzen. Würde es auch so sagen. Bei Rockstar Games ist das schon sehr, sehr verschlossen, weißt du. Was soll da großartig stehen, Chat? Schaut mal. Entweder wir bekommen Trailer Nummer 3 oder wir bekommen kein Trailer Nummer 3, sondern direkt Gameplay-Trailer. Ein paar Screenshots bekommen wir oder bekommen wir nicht. Was soll man da Timeline-technisch noch leaken, so kurz vor dem Release? Interessant wäre es, wenn die es vor 2 Jahren geleakt hätten. Also, viel wird jetzt nicht passieren. Der Online-Trailer wird erscheinen, vielleicht der RP-Trailer, vielleicht der UGC-Trailer. Was soll man da großartig... Also, was sollen die da leaken? Kann man eine wichtige Info, die als Eilmeldung international verkauft wird, auch mal 1 Tag später droppen, aber dafür vernünftig?
1 in den Chat für Ja, 2 in den Chat für Nein. Aber dafür vernünftig mit allen Informationen, die es gibt. Weil ich habe immer so ein Gefühl, scheiße, Mann, jetzt haben die es überall gesehen. Interessiert es dann überhaupt noch jemanden? Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Kampf mit mir selbst. Trust. Trust.